So, Freunde, und jetzt könnte man meinen, wir sind in London im Hyde Park. Und hiermit übergebe ich dem Lutz. Guten Abend, Dresden. Freunde, wir haben uns gedacht, wenn ich nicht an Speakers Corner darf, kommt Speakers Corner nach Dresden. Punkt. Deswegen jetzt als kurze Erklärung. Ich werde jetzt die Rede, wegen welcher ich ausgewiesen wurde aus England, weil ich die in Schriftform dabei hatte, von Martin Sellner, werde ich auf Englisch halten, immer 4, 5 Sätze, dann wird der Siggi die in Deutsch halten. Weil jetzt aktuell auch gerade Tommy Robinson über seine Facebook-Seite unseren Stream verteilt und die Engländer wollen ja auch was verstehen. Also, deswegen werde ich einfach anfangen. Ich werde nach dem Spaziergang dann noch ein paar Worte sagen zum gesamten Ding, aber ich denke, dass wir die jetzt nicht länger auf die Folter spannen, was jetzt das so Böse an dieser Rede ist. Ihr dürft übrigens, ich werde immer zu Briten sprechen, weil das ja geplant war, eigentlich dort zu halten. Dear friends, dear Britons, dear lovers of free speech, I assume you all are lovers of free speech because you have come to Speaker's Corner. You might not understand all the fuss happening today around this speech. Honestly, I don't understand it either. Ich nehme an, dass ihr alle Freunde der Meinungsfreiheit seid, weil ihr hier an der Speakers Corner seid. Vielleicht wundert ihr euch über den Trubel hier. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch. My name is Martin Sellner. I am an Austrian patriot. And at the moment, I am sitting in a detention cell in Colnbrook Bypass near Heathrow. My smartphone was taken and girlfriend Brittany was separated from me. I currently don't know where she is. We will be deported on Sunday. 5 minutes ago, they unlocked our cells and my fellow inmates are gathering in the prison wing. They are mostly illegals and Eastern European criminals. What brought me into this situation? What was my crime? Mein Name ist Martin Sellner. Ich bin ein österreichischer Patriot und im Augenblick sitze ich in Abschiebehaft im Colnbrook-Gefängnis in der Nähe von Heathrow. Mein Handy wurde mir abgenommen und meine Freundin wurde von mir getrennt. Im Moment weiß ich nicht, wo sie ist. Vor 5 Minuten wurden unsere Zellen aufgesperrt und meine Mitinsassen strömten in den Trakt. Es sind vor allem illegale und osteuropäische Kriminelle. Warum bin ich hier? Was war mein Verbrechen? My crime was that I wanted to be here with you to speak at Speaker's Corner. But let's start with the beginning. I was invited by UKIP, which is, also das muss ich euch erklären, das ist eine Partei in England, which by UKIP to present my movement at an event last autumn. I represented Generation Identity, a patriotic European youth movement that is raising awareness for mass immigration and Islamization. Far-left people call us right-wing. People who want to shut free speech down call us fascists. And folks who hate their own culture call us racist. In reality, we are just a group of young patriots fed up with the system, the mainstream press, and lying politicians. We use peaceful activism to make our voices heard, and contrary to our friends on the radical left, who are probably swarming you right now, we never wear masks. From Paris to Rome, from Vienna to London, we fight peacefully, but without compromise for our freedom, our homelands and our identity. Mein Verbrechen war, dass ich hier mit euch sein wollte, hier an Speakers Corner sprechen wollte. Aber fangen wir mit dem Anfang an. Ich wurde von der Generation Identity, Young Independence eingeladen, meine Bewegung im letzten Herbst vorzustellen. Ich vertrete die IB, eine patriotische europäische Jugendbewegung, die Bewusstsein für Masseneinwanderung und Islamisierung schafft. Linksextreme nennen uns weit rechts. Menschen, die Meinungsfreiheit abschaffen wollen, nennen uns Faschisten. Und Leute, die ihr eigenes Volk hassen, schimpfen uns Rassisten. In Wirklichkeit sind wir nur eine Gruppe junger Patrioten, die vom System
der Mainstream-Presse und den Politikern die Nase voll haben. Wir nutzen friedlichen Aktivismus, um unsere Stimmen laut zu machen. Und im Gegensatz zu unseren Freunden von der Antifa tragen wir niemals Masken. Von Paris bis Rom, von Wien bis London kämpfen wir friedlich, aber kompromisslos für unsere Heimat, Freiheit und Tradition. This, folks, is what I wanted to speak about in autumn. But the conference was cancelled due to threats from the radical left. The venue would not take this risk. So they rescheduled it for March, this time keeping the venue secret. But again, the terror of the left prevailed and the venue dropped out. But this time I did not want to let them win. It was principles. Also, our flights were already booked. Our flights were already booked. I remembered my mother telling me about the special place when I was a child. It seemed almost magical to me. A place where everyone without admission could just stand on a box and start to speak to those who wanted to listen. I have always loved this tradition of Speaker's Corner, which seemed very British to me. But I came only to see that this tradition, the tradition of freedom of speech in the UK, is dead now. Über all das wollte ich im Herbst sprechen. Aber die Konferenz wurde wegen Drohungen von Linksextremisten abgesagt. Es war dem Hotel zu riskant. Also wurde es auf März 2018 verlegt und der Ort diesmal geheim gehalten. Aber wieder hat sich der Terror der Linken durchgesetzt und das Hotel hat abgesagt. Aber diesmal wollte ich sie nicht gewinnen lassen. Es war eine Frage des Prinzips. Und ich hatte schon meine Rückflugtickets. Meine letzte Rettung war die Speaker's Corner. Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter mir als Kind von diesem speziellen Ort erzählt hat. Es hat mich damals fasziniert. Ein Ort, wo wirklich jeder ohne Anmeldung einfach reden kann. Und jeder kann zuhören. Ich habe diese Tradition der Speaker's Corner immer geliebt. Und sie wirkte auf mich sehr britisch. Aber ich kam und musste feststellen, dass diese Tradition, die Tradition der Meinungsfreiheit in England tot ist. Your country is blocking you from challenging ideas from the outside. This is a disgrace to our democracy. Ich sage, das ist eine Schande für die Demokratie, eine Schande für die Meinungsfreiheit und eine Schande für jeden Briten. I should be speaking in neat, warm, a conference room right now. And you should be sitting in comfortable chairs. Instead, I'm in my cell and you are on the street in a stand with the enemies of freedom of speech. And this is very telling. First, today there is a war going on for our freedom of speech. Second, this war is being fought on the streets by you. Ich sollte jetzt eigentlich in einem schönen warmen Konferenzraum sprechen und ihr solltet in gemütlichen Sesseln sitzen. Stattdessen bin ich in einer Zelle und ihr steht auf einer Straße den Feinden der Meinungsfreiheit gegenüber. Und das sagt viel aus. Erstens, wir befinden uns in einem Kampf um die Meinungsfreiheit. Zweitens, und dieser Kampf wird auf der Straße ausgefochten. Every man and woman showing her face today, standing shoulder to shoulder, is standing up against a new totalitarianism that has been growing for far too long now. You can be proud of yourself. You might not even agree with me in every point. You are simply giving a statement that I should have the right to speak my mind freely. Jeder Mann und jede Frau, die heute ihr Gesicht zeigen und hier Schulter an Schulter stehen, stehen gegen eine neue Tyrannei, die schon viel zu lange wuchert. Ihr könnt stolz auf euch sein. Vielleicht stimmt ihr nicht allem zu, was ich sage, aber ihr zeigt damit, dass ich das Recht haben sollte, es hier frei zu sagen. I would love to be among with you now. They prevented me from it. They locked me up. They locked the speaker. But I know that the speech will find a way through the iron bars. It will find a way to you, and you are going to hear what your government
so desperately wants to protect from you. Those words which they consider more harmful to you than rape gangs or terrorists who are let into your country again and again. I am going to tell you something nobody has told you before. It's the biggest, most obvious secret of our media and our politicians and of our power holders. Ich wäre gern gerade bei euch, aber sie haben mich davon abgehalten. Sie haben den Redner eingesperrt, aber die Rede wird ihren Weg durch die Gitterstäbe finden. Sie wird einen Weg zu euch finden und ihr werdet zuhören, was die Regierung so verzweifelt von euch fernhalten will. Was sind die Worte, die eure Regierung für gefährlicher hält als Vergewaltiger und Terroristen, welche sie regelmäßig in euer Land lasst? Ich sage euch etwas, das euch noch niemand vorher gesagt hat. Es ist das größte und zugleich offensichtlichste Geheimnis der Medien, der Politiker und der Machthaber in England. People of the UK, you are being replaced. There has always been immigration in your history. People coming in, assimilating. But what's happening today is different. You are being replaced by a massive Muslim immigration. You see it everywhere, in London, in Manchester, but also already in the little countryside towns. A big replacement is going on. And let me tell you, your politicians have no plan, no vision, and no idea how to deal with the problems that come along. Problems like you have seen in Telford, Rotherham, and on Westminster Bridge. Ihr werdet ausgetauscht. Immer schon gab es Einwanderung in euer Land. Menschen kamen herein und assimilisierten sich. Aber was heute passiert, ist anders. Ihr werdet durch eine islamische Masseneinwanderung ersetzt. Ihr seht es überall. In London, in Manchester, aber auch schon in den kleinen Städten auf dem Land. Der große Austausch schreitet voran. Und glaubt mir, eure Politiker haben keinen Plan und keine Lösung für die Probleme, die dieser Austausch mit sich bringt. Probleme, die wir in Telford, Rotherham und auch auf der Westminster Bridge erlebt haben. All across Europe, there's a shadow hanging over our heads. The French are whispering about in the metro. The Germans murmuring about it when they feel unwatched. Italians look left and right. And if nobody is listening, they tell you all one thing. I don't feel at home anymore in my street. We are becoming foreigners in our own country. And again I hear we are not allowed to talk about it. And that's the bizarre drama of the strange death of Europe. We are being replaced, conquered by radical Islam, and we are not allowed to talk about it. Überall in Europa hängt ein Schatten über unseren Köpfen. Die Franzosen flüstern es in der Metro, die Deutschen raunen es am Stammtisch und die Italiener schauen sich um, bevor sie es aussprechen und ansprechen. Wir werden zu Fremden im eigenen Land. Und immer wieder höre ich, man darf das ja nicht laut sagen. Und genau das ist das bizarre Drama rund um diesen großen Austausch. Wir werden ausgetauscht und vom radikalen Islam erobert. Und wir dürfen noch nicht mal darüber reden. Dear Britons, dear defenders of free speech, out of my cell in Coinbrook, I want to ask you something. Be honest and raise your hands. Whom of you has ever been in the following situation? You grab a beer after work, or you are visiting your girlfriend's parents the first time, or you meet other children's parents at school, and suddenly the conversation moves to politics, to radical Islam, and to immigration. Who of you in this very moment was faced with the decision between speaking his mind and facing problems or complying and staying silent? Raise your hands and be honest. Liebe Briten, liebe Freunde der Meinungsfreiheit, aus meiner Zelle in Cornbrook will ich euch eine Frage stellen. Seid ehrlich und hebt eure Hände. Wer von euch war je in der folgenden Situation? Ihr trefft euch auf ein Bier nach der Arbeit
mit den Kollegen und auf einmal kommt das Gespräch auf Politik, auf Islam oder auf Einwanderung. Und ihr steht vor der Wahl, entweder ihr sagt, was ihr denkt und lebt mit den Konsequenzen, oder ihr seid still und bleibt angepasst. Wer von euch kennt das? Hebt eure Hand und seid ehrlich. I will not be able to see the results, but every single hand is one too much. This amount of fear should not exist in our society. Speech that has social costs and serve consequences is no longer free. It has a price. And our government and the Antifa are working every day to raise that price. No freedom of speech means no democracy. In front of our very eyes, this country is becoming a tyranny, shutting all debates about immigration down until demography solves the issue by replacement. Ich werde nicht sehen können, wie viele Hände in der Luft sind, aber jede Hand ist bereits eine zu viel. Dieses Ausmaß und diese Angst sollte es einer Demokratie nicht geben. Man darf nicht über die sozialen Kosten und die brutalen Konsequenzen reden. Wenn man drüber redet, hat es seinen Preis. Und eure Regierung und die Antifa arbeiten tagtäglich hart daran, diesen Preis so hoch wie möglich zu halten. Keine Meinungsfreiheit bedeutet keine Demokratie. Vor unseren Augen verkommt dieses Land zu einer Tyrannei, die alle Debatten über Einwanderung abdreht, bis die Demografie das Problem final gelöst haben wird. People of the UK, I might be in a cell right now, but you are all in a cell. It's the prison of fear and silence. Your government and the PC tyranny has locked you in since the day of your childhood. I ask you, no, I command you, break free. Patriots of the UK, come out of the closet. Make your dissent visible by visible acts of resistance that inspires others. Bürger Englands, ich mag gerade in einer Zelle sein, aber auch ihr seid alle in einer Zelle. In einem Gefängnis aus Angst und Schweigen, in das euch die Diktatur der politischen Korrektheit gesperrt hat. Dort seid ihr reingeboren. Aber ich sage euch, brecht aus. Patrioten Englands, kommt aus euren Verstecken. Macht euren Widerspruch sichtbar in sichtbaren Aktionen des Widerstandes, die wiederum andere inspirieren werden. I know for certain that millions in the UK think like me. Those millions should be on the street right now. We need a coming out of the silent majority of Britain is lost. We need a free, open and honest debate about immigration, Islam and demography. So we can sort these problems out all together. And I know that the force is still in you. Ich weiß ganz sicher, dass Millionen in diesem Land denken wie ich. Diese Millionen sollten genau jetzt auf der Straße sein. Wir brauchen einen Gefängnisausbruch der schweigenden Mehrheit oder England ist verloren. Wir brauchen eine freie, offene und ehrliche Debatte über Einwanderung, Islam und Demografie, um die Probleme gemeinsam lösen zu können. Und ich weiß, dass diese Kraft dazu noch in euch Briten ist. With your Brexit vote, you stunned the world. The will and the life of the British nation is not broken yet. Initially, I asked if freedom of speech is dead in the UK. You, every one of you who came today, is a living sign that the tradition of the UK is not dead. You are the lively tradition of our nation, of your nation, saving its face before history. Mit eurer Abstimmung über den Brexit habt ihr die ganze Welt in Staunen versetzt. Der Wille und die Lebenskraft der englischen Nation ist nicht gebrochen. Ich fragte anfangs, ob die Meinungsfreiheit in England tot ist. Jeder einzelne von euch, der heute gekommen ist ein Zeichen, dass sie eben noch nicht tot ist. Ihr seid die lebendige Tradition eurer Nation und rettet ihr Gesicht vor der Geschichte. People of the UK, remember who you are. Remember your glorious past. You are sons and daughters of knights, of kings, of explorers, of philosophers and of artists.
Who is the sovereign in your country? Engländer, erinnert euch daran, wer ihr seid. Erinnert euch an eure ruhmreiche Vergangenheit. Ihr seid Söhne und Töchter von Rittern, Königen, Forschern, Philosophen und Künstlern. Wer ist der wahre Souverän in eurem Land? Is it big money? Sind es die Großkonzerne? The mainstream media? Sind es die Mainstream-Medien? The politicians? Vielleicht die Politiker? Who is it? Wer ist es? It's you, the people. You, the silent and the invisible majority who said no during Brexit. You can say no again. No to Islamization. No to mass immigration. And the great replacement. And yes to your identity. Yes to your security. Yes to your heritage and the future for your children. And all this is impossible without the freedom of speech. Nein, all diese Leute sind nicht der Souverän in eurem Land. Denn ihr seid es, ihr, das Volk, die schweigende und unsichtbare Mehrheit, die beim Brexit Nein gesagt hat. Und sie kann wieder Nein sagen. Nein zur Islamisierung, Nein zur Masseneinwanderung und Nein zum großen Austausch. Und Ja zu eurer Identität, eurer Sicherheit, zu eurem Erbe und zu der Zukunft eurer Kinder. Und das alles geht nur über die Meinungsfreiheit. I know if these words will find their way to the UK and even to Speaker's Corner, it will be victory for our cause. If they did, and if you are hearing them now, I tell you, go further on that winning street. Don't be afraid, because we have an ally that is unbeatable. We have the truth. The battle, our battle for freedom of speech has just begun, and Speaker's Corner will become a symbolic place in that struggle. Und ich weiß, wenn diese Worte ihren Weg nach England oder sogar zur Speaker's Corner finden, wird es ein Sieg für unsere Sache sein. Wenn es geglückt ist und ihr diese Worte hört, dann sage ich euch, geht auf dieser Siegesstraße weiter. Habt keine Angst, denn wir haben eine unschlagbare Verbündete. Das ist die Wahrheit. Dieser Kampf, unser Kampf für Meinungsfreiheit, hat gerade erst angefangen. Und die Speaker's Corner wird ein symbolischer Platz dafür sein. When you go home now, I want you to bring the spirit of Speaker's Corner with you. Every single person who raised his hand because he could relate to this moment of fear when he did not dare to speak his mind. Promise me one thing. Next time I will overcome my inner fear, and next time I will speak up. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann will ich, dass ihr den Geist der Speaker's Corner mit euch nehmt. Das geht an jede einzelne Person, die vorher ihre Hand gehoben hat, da sie diesen Moment der Angst kennt, ihre Meinung frei auszudrücken. Versprich mir und versprecht mir, nächstes Mal wirst du deine innere Angst überwinden. Nächstes Mal wirst du es aussprechen. Freunde, diese Rede war der Grund für die Abschiebung von Martin Sellner, Brittany Pettibone, von mir und von Lauren Southern, einer kanadischen Journalistin. Tommy hat etwas Interessantes dazu gesagt, zu dieser ganzen Situation. Hätte man Martin Sellner und Brittany Pettibone, seine Freundin, einreisen lassen und ihnen diese Rede an Speaker's Corner halten lassen, hätten vielleicht 100 Leute oder 200 zugehört, wenn überhaupt. Dadurch, dass diese Rede, ihr habt sie alle gehört, da ist nichts Verwerfliches, es ist einfach nur die reine Wahrheit. Dadurch, dass diese Rede verboten wurde und Menschen daran gehindert wurden, einer nach dem anderen, diese zu halten, zuletzt ja ich, dadurch ist diese Rede ein Symbol und wird jetzt und geht bereits um die Welt. Und das kann uns keiner nehmen. Im Prinzip hat also das Establishment genau das Gegenteil von dem erreicht, was es erreichen wollte. Sie wollten es verhindern und jetzt spricht jeder drüber. Man sieht es bei Twitter, Hashtag Speaker's Corner, Freedom of Speech sind trending die ganze Zeit. Bei Facebook, alles voll damit. Also es wurde genau das Gegenteil erreicht. Und das ist unser großer Erfolg. Und daran sollten wir anknüpfen. Und ich denke jetzt, damit die Rede bei euch sich ein bisschen setzen kann, jeder nochmal für sich überlegen, was daran jetzt der verhetzende Teil war. Sollten wir eine Runde spazieren gehen?